Es gab zwei Probleme mit unserem neuen Vario Star. Einmal waren die Starterbatterien defekt und zum anderen die alte Heizung war undicht. Wie wir diese Probleme gelöst haben, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Das muss ich hier vielleicht vorausschicken. Wir haben dieses Fahrzeug, diesen Vario Star, im September 2023 übernommen und haben ihn bis zu dieser Zeit intensiv genutzt. Das heißt, wir waren fast ein halbes Jahr damit in Spanien, haben 11.000 Kilometer jetzt auf dem Tacho, haben alles hier im Mobil stark genutzt. Das heißt, wir haben jeden Tag hier im Mobil geduscht und andere Dinge natürlich auch genutzt. Das muss man natürlich einfach wissen, wenn man über solche Dinge hier berichtet. Deshalb dürfen natürlich solche Dinge wie Starterbatterien oder auch die Heizung nicht irgendwo defekt gehen oder kaputt gehen. Das ist natürlich immer ärgerlich, muss man ganz klar sagen. Wichtig ist natürlich, wenn man solche Probleme hat, wie zum Beispiel mit der Heizung, dass man dann Hilfe bekommt. Da ist ja der Händler oder wie in unserem Fall der Hersteller zuständig. Der baut natürlich die Heizung nicht, sondern die baut er nur ein. Das heißt, wenn drumherum an der Heizung irgendwas undicht ist, also was der Hersteller gemacht hat, da ist er verantwortlich. Wenn die Heizung undicht ist, irgendein Defekt hat, direkt, dann ist natürlich der Hersteller der Heizung zuständig. Das war jetzt in unserem Fall so. Die alte 3020, die ist bei uns verbaut, die ist ja nicht nur eingebaut in Wohnmobilen, in hochpreisigen Wohnmobilen, sondern natürlich auch in preiswerteren Mobilen. Und die fällt bei preiswerteren Mobilen aus und auch bei hochpreisigen Wohnmobilen aus. Ich habe mir das sagen lassen, beziehungsweise habe mit einigen Campern gesprochen, die auch dieses Problem hatten. Und das kommt wohl häufiger mal vor. Was es jetzt genau ist, die einen sagen, der Kessel ist gerissen. Ich weiß es nicht ganz genau, aber dazu später mehr. Es geht hier nicht darum, Firmen anzuprangern oder Firmen in Misskredit zu bringen. Nein, es geht mir darum, aufzuzeigen, was man in solchen Fällen, die uns jetzt passiert sind, machen kann. Und da gehe ich dann an diese Sache lösungsorientiert ran. Fangen wir mal mit den Starterbatterien an. Wir haben ja ein MAN als Fahrgestell. So ein LKW hat Starterbatterien 24 Volt. Das sind jeweils 2x12 Volt Batterien. Und diese werden nur genutzt, um das Fahrzeug zu starten und eben, wenn man fährt. Also haben nichts mit dem Aufbau zu tun. Diese ganze Geschichte wird natürlich auch noch überwacht. Das heißt, ich habe hier von Victron ein System drin. Dort kann ich sehen, was für eine Spannung die Batterien, die Starterbatterien aktuell gerade haben. Die Batterien werden auch automatisch geladen, wenn ich Landstrom habe oder auch über Solar. Also das ist alles gewährleistet. Natürlich nutzt das alles nichts, wenn die Batterien kaputt sind, wenn die irgendeinen Schaden genommen haben. Dann kann man sie versuchen, immer wieder aufzuladen, aber irgendwann geht das auch nicht mehr. So war es letztendlich bei uns auch. Ich habe das schon länger gemerkt, dass dieser Alarm von der Victron-Anlage kam, dass die Starterbatterien Unterspannung haben. Ich habe das Ganze schon nach unserer Spanienreise oder während unserer Spanienreise auch schon, habe ich das schon festgestellt, dass die Starterbatterien nicht in Ordnung sind. Als wir dann zurück waren aus Spanien, habe ich bei MAN ist von uns etwa 12-15 Kilometer entfernt, große Werkstatt, dort angerufen, habe zeitnah einen Termin bekommen und dort wurde dann ganz schnell festgestellt, dass die Batterien defekt sind. Auch ohne großes Terrain wurden neue eingebaut, also das Ganze läuft auf Garantie. Das Ganze hat 2 Stunden gedauert. Dabei wurde gleich noch neue Software für unser Mediasystem hier von MAN aufgespielt. Warum die Starterbatterien kaputt gegangen sind, das konnte man jetzt im Nachhinein nicht feststellen. Da kann man auch letztendlich keinen für verantwortlich machen. Wichtig war mir am Ende, dass alles vernünftig geregelt ist, dass ich neue bekommen habe und dass das Ganze jetzt wieder funktioniert. Jetzt zur Heizung. Wir haben hier in diesem Mobil eine alte Heizung, eine alte 3020. Das ist eine Heizung, die mit über
warmem Wasser. Das Mobil beheizt also nicht über warme Luft, sondern wir haben hier zum Beispiel eine Fußbodenheizung drin. Dort läuft warmes Wasser durch, sodass der Fußboden erheizt wird, und verschiedene Konvektoren hier im Mobil, die das ganze Mobil beheizt. Das vielleicht so ein bisschen zur Erklärung. Wir haben vorher schon, oder ja, man kann sagen 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre fahren wir das Fabrikat Vario Mobil und haben immer alte Heizungen in den Fahrzeugen gehabt. Und es gab immer mal ein Problem, aber keine gravierenden, und besonders nicht, wenn die Heizung neu war. Wie habe ich den Fehler an der Heizung festgestellt? Es gibt hier oben im Schrank einen Behälter, einen Ausgleichsbehälter. Dort sieht man die Flüssigkeit. Das ist eine Flüssigkeit, Wasser gemischt mit Frostschutzmitteln, die durch diese Leitungen hier laufen. In diesem Behälter sieht man nur ein Minimum- und ein Maximumstand, und dort war überhaupt keine Flüssigkeit mehr zu sehen. Das hat mich dann skeptisch gemacht. Daraufhin habe ich, unsere Heizung ist hier unter der Bank, da habe ich die Bank geöffnet, Polster weggenommen, Bank geöffnet und dort reingeschaut, und dann konnte ich dort schon feuchte Stellen sehen. Das war für mich ein ganz klares Zeichen, dass irgendwas undicht an der Heizung ist. Da fängt man ja nicht, oder ich fange da ja nicht selber an, irgendwas zu reparieren. Ich bin gleich ans Handy. Wie immer habe ich das auf einem Sonntag festgestellt. Und natürlich, da kann man natürlich schlecht jemanden anrufen. Was ich allerdings gemacht habe, ich habe Vario Mobil dort habe ich eine Handynummer von jemandem, eine WhatsApp geschickt und den Fehler beschrieben. Darauf hat man mich am Sonntagnachmittag von Vario Mobil das angerufen, und ich habe die ganze Geschichte erklärt. Daraufhin hat man mir angeboten, gleich am Montag zu kommen. Das habe ich dann auch gemacht. Wir sind dann am Montagnachmittag bei Vario gewesen. Dort hat man sich die Sache angeschaut und hat gesagt, okay, das ist ein ganz klarer Fall für Alde. Da dürfen wir aus Garantiegründen nichts machen. Wir können die Heizung ausbauen. Sie wird dann eingeschickt nach Alde und dort repariert und dann von Vario wieder eingebaut. Das Ganze hätte dann circa 3 Wochen gedauert. Das war mal für mich natürlich oder für uns natürlich kein Thema. Das wollten wir natürlich nach Möglichkeit nicht, denn das sollte schneller gehen. Und dann haben wir alles dran gesetzt und haben eben mit der Firma Alde Deutschland telefoniert. Das hat dann die Firma Vario Mobil gemacht. Am Anfang hieß es, nein, es gibt keinen Termin. Wir sind voll mit Arbeit in den nächsten Wochen. Dann haben wir doch noch irgendwo nachher jemand gefunden, der gesagt hat, okay, wir können kommen. So sind wir dann am selben Tag von Vario noch weitergefahren. Dann wir hatten am nächsten Tag morgens um 10, das war ein Dienstag, hatten wir dort bei Alde einen Termin. Dort wollte man sich das anschauen und gegebenenfalls dann die Heizung noch reparieren. So sind wir dann, das waren noch von Vario aus etwa 360 Kilometer, gefahren und waren dann am nächsten Morgen um noch vor 10 Uhr bei der Firma Alde Deutschland. Jetzt muss ich vom Schneidetisch hier nochmal eingreifen, und zwar sind wir nicht direkt gleich nach Alde hingefahren, sondern haben am Abend noch eine Übernachtung gemacht, und zwar in dem Ort Geroda. Der liegt in der Nähe der Autobahn, und dort gibt es einen kleinen Stellplatz, den haben wir für die Übernachtung genutzt. Wir mussten dadurch durch einen kleinen Ort fahren und sind dann hier am frühen Abend angekommen. Dieser Stellplatz, der ist etwa 40, 50 Kilometer von der Firma Alde entfernt. Was wir inzwischen wissen, dass bei der Firma Alde auch ein Stellplatz vorhanden ist, sodass man dort auch übernachten kann. Den zeige ich später aber auch noch. Es gibt hier Strom, es gibt auch eine Endversorgung, die haben uns allerdings nicht angesehen. Der Platz, man wünscht sich hier einen kleinen Betrag zwischen 5 und 10 Euro, den darf man hier einwerfen, wenn man das möchte. Es geht also um eine kleine Spende für den Platz. Wir haben dort gut geschlafen die Nacht, und so ging es am Morgen dann wieder los durch den Ort Richtung Autobahn. Es sind nur wenige Kilometer bis zur A7, die fahren wir dann in Richtung Süden, und dann müssen wir östlich abbiegen Richtung, der Ort heißt Euerbach, und dort ist die Firma Alde Deutschland angesiedelt.
Wir sind jetzt etwas außerhalb des Ortes und biegen gleich rechts ab hier beim Kreisverkehr in so ein kleines Gewerbegebiet und dort finden wir dann die Firma Alde. Im Kreisverkehr abfahren auf Amtshauser, dann erreichst du das Ziel. So sieht das Ganze von oben aus, das helle Dach, daher müssen wir hin, das ist die Firma. Circa 9:30 Uhr ist das und wir fahren jetzt hier in das Tor rein auf das Gelände der Firma Alde Deutschland. Wir waren also pünktlich da, haben uns dann angemeldet vorne in der Anmeldung und haben dann einen Bogen dort ausgefüllt mit Daten. Wichtig ist auch, dass man nach Möglichkeit die Seriennummer der Heizung bereit hat. Nun sollte man nicht denken, dass solche großen Firmen einen kleinen YouTuber kennen, nicht, dass da falsche Vermutungen aufkommen. Das war aber alles okay, so wie es abgelaufen ist. Es ging dann alles sehr schnell. Wir konnten dann unser Mobil in die Halle fahren und es sollte auch gleich losgehen. Der Werkstattleiter hat uns dann erklärt, wie vorgegangen wird. Die Heizung wird ausgebaut, der Kessel wird getauscht und dann wird die Heizung wieder eingebaut. Das Ganze dauert 3 bis 4 Stunden. In dieser Zeit dürfen wir allerdings nicht im Fahrzeug sein und auch nicht hier in der Halle. Das ist aber kein Problem. Es gibt hier einen Aufenthaltsraum. Hier kann man Getränke sich nehmen und kann sich aufhalten. Wir haben uns aber entschieden, in den Ort zu gehen und uns den Ort anzuschauen und auch ein bisschen frische Luft dabei zu schnappen. Direkt vor dem Firmengelände gibt es hier den Stellplatz, der gehört zu Alde. Es sind, glaube ich, 4 Plätze. Es gibt hier auch Strom und es gibt hier auch eine End- und Versorgung. Die End- und Versorgung ist allerdings innerhalb des Betriebsgeländes. Direkt neben Alde gibt es einen Supermarkt. Wer also einkaufen möchte, kann das hier tun. Es gibt darin auch eine Bäckerei, wo man auch einen Kaffee trinken kann und eine Kleinigkeit essen kann. Wir sind dann aber in den Ort gelaufen. Euerbach ist ein kleiner Ort. Er hat einige historische Gebäude und ist sehr überschaubar. Was uns aber auch noch interessierte, hier gibt es noch einen weiteren Stellplatz im Ort. Der ist vielleicht von Alde 1,5 Kilometer, vielleicht noch weniger entfernt und den wollten wir uns mal anschauen. Es handelt sich dabei um einen großen Parkplatz, der hier vor dem Sportplatz liegt. Dieser Stellplatz hat eine End- und Versorgung. Es gibt hier auch Strom. Der Stellplatz ist kostenlos. Strom ist kostenpflichtig. Wer also bei der Firma Alde dort nicht stehen möchte, weil es vielleicht ein bisschen laut ist am Tage, der kann diesen ruhigen Platz hier am Sportplatz nutzen. Wir haben uns dann wieder auf den Rückweg in Richtung Alde gemacht, haben bei Rewe noch Kaffee getrunken und sind dann wieder zur Firma Alde gelaufen. Das ist ja direkt daneben. Wir haben dann im Aufenthaltsraum noch was getrunken und kurze Zeit später hat man uns dann gesagt, dass unser Mobil fertig ist. Der Werkstattleiter hat uns dann nochmal alles erklärt, hat uns nochmal vorgeführt, dass die Heizung läuft. Soweit waren wir mit allem zufrieden, wie es abgelaufen ist. Natürlich bleibt immer ein leichter Ärger, dass sowas bei einem neuen Fahrzeug passiert. Es war noch früher Nachmittag und wir haben uns überlegt, wir werden ganz langsam Richtung Heimat fahren. Das heißt, wir werden noch so ein bisschen durch Deutschland bummeln, uns noch einige Stellplätze ansehen und da werde ich bestimmt über den einen oder anderen noch berichten. Dazu aber dann mehr im nächsten Video. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.